Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Firstcast TV. Firstcast TV. Wir räumen heute die Spree auf, holen alte Elektroroller raus, die hier ins Wasser geworfen werden, E-Scooter und so weiter und so fort. Und danach probieren wir uns noch ein bisschen auf Zander im Dunkeln. Meine Freundin ist nicht dabei, hat keinen Bock auf Angeln. Bist du bereit, den Tag in diesem Outfit zu rocken? Ich bin bereit, den Tag in diesem Outfit zu rocken. Ja, bin ich. Bin bereit, den Tag in diesem Outfit zu rocken. Outfit ist super. Zum Aufräumen genau das Richtige. Ihr seht schon, ich filme mich heute alleine. Becky ist beim Après-Ski und schläft vermutlich irgendwo. Und Markus muss auf eine Pferdemesse mit der Frau. Ja, gibt Schlimmeres. Also, jetzt geht es erstmal zum Jan auf den Rockfisch. Und dann gucken wir mal, was wir für einen Müll und vor allem das Krasse ist, was für Fische da in dem Müll leben, sehen werden. Also, bis gleich. Die Angeln sind auch dabei, ganz klar. Neue NXT. Mal gucken, ob ich damit einen dicken Zander heute fange. Wie man sieht, sind schon alle da. Jan sieht super aus da hinten. Ganz kleiner Rockfisch, kennt man. Ne? Karol fehlt noch. Ja, deswegen bin ich auch später gekommen, weil ich wusste, er ist noch nicht da. Morgen. Jan, Bene? Ah, alles klar? Was machen wir heute? Wir machen heute mal wieder die Spree sauber. Sehr gut. Und hoffentlich fangen wir auch noch einen Zander zum Feierabend. Ja. Seien Sie gegrüßt. Welchen Abschnitt macht ihr denn? Also ich glaube, ja wir fangen jetzt... viel, oder? Ich habe letztens mit Ali beim Angeln auf dem Livescope da einen Einkaufswagen gesehen. Ich würde sagen, mit dem fangen wir an. Auf dem Livescope hast du einen Einkaufswagen Auf dem gesehen? Livescope Den habe hat ich einen Dustin da Einkaufswagen. reingeschoben. Wieso soll ich den denn da Nachts um reinschieben? 5, als er hier aus dem, wie heißt es noch? Wilde Renate? Aus der wilden Renate kam. Traue ich ihm zu. Nein. Ich werde hier mal, muss hier mal Sprüche anhören, von wegen, Von was? dass ich seine Reifen aufsteche. Ja. Ist so. Man lebt gefährlich in Berlin. Hey, ihr kleinen Kinderlein. Der früh übt sich hier mit Livescope, ne? Das ist die Generation von heute. Die können gar nicht mehr angeln, die machen nur noch Livescope. Ich bin mal gespannt. Also wir fangen an mit einem Einkaufswagen hier in der Rummelsburger Bucht. Und danach geht's auf die Spree, die Elektroroller rausholen. Aber Jan, Kindergärtner, lieb wie er ist, lässt jetzt erstmal die Kids fahren. Nochmal fahren? Tschüss, Mama! Carol kommt noch und dann sind wir vollständig und können endlich los, ne? Hier. Mehr gelabert als gearbeitet in den ersten 10 Minuten hier. Ah, so macht man das, Jan, ja? Okay. Kickt euch das an. Moin, Carol. Kaum gefahren, Jan, haben wir schon das erste Ding. Na, ist ein erwischt, bisschen gescheatet, weil den habe ich schon beim Angeln schon mal gesehen. Ich würde jetzt behaupten, dass das, was wir da sehen, ein Einkaufswagen ist. Man kann sehen, wie er da hochkant steht. Ich werde ihn jetzt mal anpelagen. Früher hast du das alles noch ohne Livescope gemacht, aber ja. Weil da siehst du den Anker, da siehst du jetzt genau, wie ich ihn verfehlt habe. Bene, wir müssen noch ein bisschen mehr nach da. Krass. Der Müll hat keine Chance mehr. Livescope, unglaublich. Aber es ist auch immer schön zu zeigen, dass man mit Livescope nicht nur Fische fangen kann, sondern auch hervorragend Umweltschutz betreiben kann. Jetzt sieht man ja, das Ding hier ist noch frei. Aber ich sag euch, wenn wir heute am Abend fertig sind, wird der ganze Stapel bis hier oben voller Müll sein. Ja, das ist irgendwas anderes. Da kriegen wir es hoch. Hier? Was ist das? Ey, den schaffen wir auch nicht alleine raus, glaube ich. Ja, das ist ein C-Tank. Junge! Also der ist voller Wasser, den müssen wir echt umdrehen. Wir haben hier einen riesen alten Tank oder sowas, der vollgelaufen ist mit Wasser. Wir kriegen den zu viert nicht hoch. Fuck, jetzt läuft auch. Scheiße, jetzt ist Hast du ihn verloren? Danach erstmal ein Bierchen, ne? So, Jan, was sagst du? Oh, gleich mit dem beschissensten Job angefangen auf jeden Fall. Was glaubst du, was da für Fische drin sind? Aale, Barsche. Aale? Ein Zander? Ein Wels? Zander, glaube ich. Ein Wels könnte auch schon sein. Die gehen auch gerne mal in so Verstecker rein. Ja, gucken wir mal. Dramatik pur. Kann man, oder? Kann man hoch. Kommt sie hoch. Und Kescher mit. Jawohl. Kescher ist dabei.
Alter, ich kann nicht mehr. Sind da Fische drin? Krebse. Zeig mal. Okay. Richtung Oberbaumbrücke bitte. Die Nummer ist abgehakt. Erste Aktion, richtig wild, Jan. Aber guckt doch mal. Deswegen fängst du mit dem Creek auch so Deswegen gut. fange ich mit den Creed. Zieht euch das rein. Alter. Hier in unser Stadtspee, von wegen Dreckswasser. Ali, du bist der Experte, darf man die releasen? Danke nehmen, aber das ist alles Nordamerikaner, ne? Du könntest sie essen. Wenn du heute Abend ein paar Krebse machen willst. Also wir dürfen die nicht releasen, weil es eine invasive Art. Ne? Deswegen wandern die in Karols Küche. Ne? Er hat schon richtig Lust darauf. Jo. Geil. Jan, eigentlich ganz ehrlich, für den Einsatz schon muss das Karma ja so gut sein. Die Zander müssen heute eskalieren. Also wenn die Zander heute nicht eskalieren, dann weiß ich auch nicht. Ich mache das öfter. Checkt mein Insta. Ja. Das hat funktioniert. Meinst du eigentlich, das wäre auch was für Wecki gewesen, die Aktion heute? Ja, er wäre ganz vorne mit bei gewesen. Also jedenfalls da auf der Couch. Ja, ne? Den kennen wir schon. Alle kennen den Wecki schon. So, Jan, erstes Spot abgegrast. Jetzt geht's. Jetzt geht's erstmal Richtung Elsenbrücke. Da werden wir mal mit unserer Live-Technik einmal kurz einen Kreis machen, ob die alten Stellen, die wir sonst immer sehr ertragreich waren, ob die wieder ertragreich sind. Und wenn dem nicht so ist, dann geht's weiter zur Oberbaumbrücke. Wir suchen vor allem Elektroroller und aber auch letztes Jahr hatten wir einen richtig dicken Motorroller. Ne? Motorroller, Einkaufswegen, Fahrräder, alles, was nicht ins Wasser gehört. Das Schlimmste ist aber eigentlich schon das Elektrozeugs, ne? Durch diese, Auf jeden Fall. Durch diese Auf jeden Fall. Batterie. Das hat höchste Priorität. Wir haben auch oft teilweise tatsächlich wieder Einkaufswegen nicht rausgeholt, damit wir mehr Platz für E-Scooter haben, weil die tatsächlich wichtiger sind und dringender aus dem Wasser raus müssen. Karol? Einmal Polbrille. Ja, kannst du mir die aufsetzen? Ich habe die Hände voll. Guck mal. Boah, Laser, Junge. Junge. So kann ich jetzt gleich da ins Watergate gehen. Oh, Hier, den nehmen wir. Müll. Weiter geht's. Zweite Fang heute. Gut. Gut, Jungs. Was ist das? Ja. Ein Reifen. Brauchen wir den? Ja. Habe ich getroffen ins Loch? Ja. Jan, musst du sagen, gut geworfen, oder? Einwandfrei. First Cast, Alter, hat er hier was geliefert. So. Schöner. Der war gut, kannst du nehmen. Winterreifen. So, Karol hat was gefunden da. Ja, nach Grundeln gesucht. Scharfe Munition gefunden. Alter, aber das ist doch nicht von der Pistole. Das ist ja so lang, das muss ja vom Gewehr sein, oder? Ja. Wer kennt sich aus? Ja, schreibt mal in die Kommentare. Ist noch von 1945 oder ist das was Neueres? Nee, sieht zu neu aus, ne? Boah, sieht noch nicht so alt aus. Ja? Aber auf jeden Fall größeres Geschoss. Berlin, wildes Pflaster, würde ich sagen. Krass, wir haben nämlich geguckt, ob hier Grundeln drin sind, damit wir die nicht verenden lassen hier. Aber keine Grundeln, Irgendwas ist immer drin. sondern eine schöne Patrone. Sehr Ja. gut. Janni Maus, Yes. du hast ja schon ein paar Cleanups hier gemacht. Ja. Ich war auch schon bei ein paar dabei. So was richtig Spektakuläres. Für mich war immer das Highlight ein Aal oder mehrere Aale. Aber was war das Krasseste, was du rausgeholt hast? Motorroller? Ich glaube, diesen Segway war schon ziemlich verrückt. Ein Segway? Einen Echt? Segway hatten wir schon, ja. Motorroller hatten wir schon mehrere, also fett auch mit Benzin drin und so. Hattet ihr auch Waffen schon? Nee. Wir haben einfach mal mit den Freunden da von Maskottchen, die haben mal einen Dolch gefunden. Oh ja. So einen alten, wie heißt das, Bajonett. Vielleicht findet man eine Tatwaffe Aber hier. sonst. Eine Pistole, nichts dabei? Ich dachte, ich kann jetzt hier voll den Clickbait Wir fischen machen. ja meistens mit Haken und da bleiben die Waffen nicht drin hängen. Ah ja, okay. Naja. Okay, vielleicht finden wir heute was Geiles. Am liebsten oder am wichtigsten wäre mir eigentlich, wenn wir heute ein paar dicke Zander finden. Das wäre noch viel wichtiger. Oh, Fahrrad. Ich hab ein Fahrrad. Ja. Oh, Rindene. First Cast. First Cast wieder, Alter. Ah, komm, raus hier. Du mach mal Rückwärtsgang drin. Danke. Jetzt liegt aber schon eine Weile hier drin, das Moped. Brauch ich. Leute, da ist der erste Zielfisch. Der erste Zielfisch, Junge. Gut, Jan. Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag, Leute. Der steht noch. Lass uns mal anwerfen. Hier war unser erster Zielfisch. Und da sind die Jungs schon im Drill. Oh, ein ganz neuer. Direkt in den Laden zurück. Ja, ist so. Ist von gestern. Der ist aber schön. Der ist ja wirklich Schönes Ding. Gestern Abend, oder? Schönes Ding. Auf zu netto. Der liegt vielleicht erst seit gestern. Ist der Euro noch drin? Petri. Petri dann? Ja, man muss nur in den richtigen Spot fahren. Hier Oberbaumbrücke war auf jeden Fall ein Hotspot.
Da sieht man, da haben wir schon ordentlich was rausgezimmert. Jetzt fahren wir hier Bogen für Bogen ab und gucken, ob wir da noch was finden. Das, was wir eigentlich sonst immer am meisten filmen und was auch für die Umwelt laut Jan am schlimmsten ist, die Elektroroller, haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Ich glaube, da wird es aber spätestens hinter der Brücke den einen oder anderen geben. So, jetzt haben wir tatsächlich einen Aal gefangen. Den probieren wir jetzt mal da rauszuholen. Da ist er. Was sein? Ja. Oh, finde ich nicht. Ein kleiner Aal. Jugendlicher. So, den lassen wir wieder zurück. Hoppa. Und weg ist er. Weg ist er. Petri. Aber ja, es gibt noch ein paar Aale in der Spree. Und Grundeln auch. Ja, in dem Fahrrad waren ein paar drin. Guck mal hier. Oh Mann, hier macht man sich richtig dreckig. Oh, schon ein guter Happen. Das ist ein guter Happen, ein guter Zanderhappen. Zander brauchen wir heute gar nicht fangen. Die ersten Fische haben wir schon. Aal. Wie oft fängt man Aal im Jahr? Also ich nicht so oft. Ihr seht's, wir haben jetzt einen Aal gefangen, aber ihr seht auch, wie viel Müll hier schon zusammenkommt. Alter Schalter. Was haben wir? Lass mal durchzählen. Ja, ich glaube 1, 2... 3 Elektrofahrräder, 2, 3, ein Roller, ein Elektroroller. Also 4 Batterien haben wir auf jeden Fall schon mal. Ja. Niegelnagelneuen Einkaufswagen. Und ja, nochmal 2, 3 verrottete Fahrräder auf jeden Fall. Und einen ekelhaften Sessel da oben. Genau. Stinkesessel. So, tatsächlich auch anstrengend. Aal haben wir gefangen. Jan, wie viele Aale fängst du so im Jahr bei diesen Aktionen? Ah, immer 2, 3 gibt es immer auf jeden Fall. Ja? Das ist schon Also im Winter tatsächlich mehr Aale. Die scheinen sich, im Sommer sind sie halt aktiver und unterwegs, aber im Winter hast du eigentlich immer Aale dabei. Ja, und ey, das ist jetzt hier schon für eine Ministelle. Ne? Wir sind ja hier nur an der Brücke unterwegs. Eine ganz gute Ausbeute. Unglaublich. Da frage ich mich halt auch immer, die Zahlen müssen ja irgendwo bekannt sein bei den Firmen, wie viel Scooter fehlen, wie viel E-Fahrräder fehlen. Keine Ahnung, wer die offenlegen darf oder wer sich diese Zahlen einfordern darf, aber ich würde es mal mega spannend finden. Wie viele Scooter sind weg? Was haben die für Kollateralschäden? Ich finde es auch krass. Eigentlich müsste man die Firmen ja schon auch in die Verantwortung nehmen und sagen, hey, ne, ihr müsst schon dafür sorgen, dass die Dinger auch wieder hier rauskommen. Und man muss auch sagen, ne, Jan macht das ehrenamtlich Spreepublik. Ihr findet einen Link hier unten, ne, wenn ihr das unterstützen wollt. Wir als Angler müssen da zusammenstehen, finde ich. Dann sucht mal das PayPal-Konto, lasst mal ein paar... Spenden@spreepublik.org. Genau, spenden. Genau, weil Jan, wie gesagt, kriegt dafür kein Geld. Und ich finde, das ist schon sehr ehrenhaft, was der hier macht. Da kann man mal den einen oder anderen Euro da lassen und 1 Euro ist besser als kein Euro. Also, Runde PB, würde ich sagen. Petri, Digga. Aber wir sind schon fast ein bisschen Aber ey, groß, guck mal bitte. Das war was nicht das wir- einzige große. Ja, was wir hier rausgeholt haben. Also Jan vor allem und Ali. Junge, ist das ein Riesenteil, Alter. Unglaublich. Ah, hier, was ist das denn? Hier, guckt euch das mal an. Das ist noch alles Corona-Maske. Spinner drin, Corona-Maske. Hier, Einkaufstüte ist auch noch da. Also wenn jemand heute einkaufen möchte. Jan, ist das das Größte, was du je rausgeholt hast? Ich glaube, das ist schon, ja, doch das Größte. Und es ist auf jeden Fall auch Elektro. Ja, das ist das Schlimme, ne? Also, Wie viele- ich meine, Benzin ist schon scheiße, ne, aber hier ist halt auch eine riesen Batterie drin. Wir cruisen immer von Eastside lang und dann gibt's Grünkohl. Mit Pinkel. Wir fahren jetzt hier die Spundwand noch einmal ab und wenn wir jetzt nichts mehr finden, dann reicht es auch. Wird jetzt auch gleich dunkel und ich glaube, wir brauchen uns auch nicht schämen. Ich denke, die Ergebnisse sind hier schon recht ausreichend. Absolut. So, jetzt ist der Moment gekommen, auf den ich schon eigentlich den ganzen Tag warte. Es gibt nämlich Pinkel. Ali ist da, hat er vorbereitet. Du hast den gekocht, ne? Ewigkeiten. Ich habe ein Glas aufgemacht, ich habe den Grünkohl reingetan. Um ehrlich zu sein, ich habe ihn natürlich verfeinert. Und natürlich ist der Kassler und die Wurst dann auch noch dazu gekommen und schöne Kartoffeln. Weißt du, dass Kassler mein Lieblingsessen ist? Ja, ist doch sensationell, passt doch. Boah. Ist das geil. Kurze Pause. Wir fahren jetzt zum Abladeort, räumen die ganzen Sachen ab und dann würde ich sagen, Sonderangeln. Würde ich auch sagen. So, wir haben gegessen, uns gestärkt und jetzt geht's raus, weil der Müll muss ja auch abgeholt werden. Und
Da vorne stehen schon die Jungs von, wie heißen die nochmal, Jan? Maskottchen, die kennst du auch. Maskottchen, ja, ich kenne die genau. Die haben wir letztes Mal mit denen auch was gemacht. Die sind so nett und bringen den Müll weg. Guck mal, da steht der Anhänger. Da müssen wir das jetzt gleich alles reinwerfen. So Jan, mach das ordentlich hier. Profi. Habe ich schon mal gemacht, keine Sorge. Sieht man. Hi. Danke für die Hilfe, ne? Sehr gerne, immer. Pass auf die Routen auf, bitte. Nein. Achtung, bereit? Ja, born ready. So, Karol? Ja. Da du heute nur rumgestanden hast, wollen wir jetzt mal sehen, wie du. Wer hat die meisten, also ich war lucky einfach jedes Mal, wenn ich geworfen habe, war wirklich eine Batterie dran. Ne? Das muss man schon dazu sagen, ne? Ich sag grad nix. So, richtige Wertarbeit hier noch. Jo. Guck mal, wir haben Fahrt gefunden. Das ist ja nicht zu fassen, Alter. Guck mal. Jawohl. Lag ein paar Jahre da drin, trotzdem läuft. Das ist ja echt erstaunlich, Machen wir wa? nochmal bitte. Ja, das ist Geil. ein guter Name, Dynamo. Echte Das sind Wertarbeit. auch krasse Parts, die dann echt vor die Hunde gehen. Das ist wirklich echt. Ich glaube, das war ein richtig teures Fahrrad. Das ist so ein Diebstahlopfer. Was sagst du zur Ausbeute? Ja, kein Schock, aber ich denke mal, so das, was zu erwarten war. Also, Ey, wir haben ja auch nicht lange gemacht. Wir haben nicht lange gemacht. Wir haben jetzt 2 Stunden, ich würde mal sagen, intensiv gearbeitet. Und ja, wir hätten den Rockfisch jetzt nochmal voll gekriegt. Aber leider ist der Tag halt begrenzt. Und wir wollten ja alle ausschlafen. Und außerdem müssen wir. Noch angeln. So sieht es nämlich aus. Zanderfisch. Ja, das machen wir jetzt. Alles abgeladen und jetzt werden die Routen rausgeholt, weil wir angeln tatsächlich auf Zander. Nach getaner Arbeit, harter Arbeit, ja, sorry, ich muss da mal ran, wird geangelt und ich hole mir meine neue NXT. Jiggst du? Nee, ich wobbel. Ich wobbel auch. So, guck mal, ich habe hier unser kleines Bauchtischchen dabei. Unser neues, super geil. Da passen alle meine Köder rein für den Tag heute. Ich habe auch einen Ghost Junior dabei, weil Twister, ne, auf Zander, wisst ihr alle. Richtige Maschine. Aber ich darf lieber den Mad Max fischen und da habe ich die Sonderedition dabei. Hier. Damit hat Jan schon gut gefangen. Den werde ich mir jetzt ranknüppern. Und dann hoffentlich einen Zander fangen. So. First Cast. Jan, wo ist es gut hier? Einfach da Richtung Sputzbach. Und ganz wichtig, ganz langsam, ne? Guckt euch das an. So langsam. So langsam. Und dann, bam, knallt's. Wäre natürlich ziemlich geil, wenn es hier jetzt mal so reinscheppert. Gucken wir mal. Ja, ich werde auch mal die Köder noch mal durchwechseln. Ich werde auch mal jiggen. Ich werde auch mal einen Ghost leiern am Grund und so. Alles mal probieren. Ja. Oh, fuck. Bist ja? Ja, Mann. Wo hast du hingeworfen? Ja, da fliegt gleich mein Köder hin. Wo der Jan den Biss hatte. Den ersten Biss hatte ich. War ein richtig schöner Rupfer. Tja, ob da jetzt noch. Man ist ja sehr bekannt, dass Zander Schwarmfische sind, also hoffe, es kommt gleich noch einer. Das macht Mut auf den Köder, den ich auch dran habe. Mad Max in der Sonderfarbe vom Schuh. Das heißt, weiterwerfen. Ich bin gespannt. So, also jetzt hier dann tatsächlich den Fisch schnell raus. Ist ja einer eingestiegen, ja? Direkt Verlier ihn nicht. vor der Nase. Verliere ihn nicht. Jetzt mal von. Glaube ich, so lüften. Hoppa! Oh, guck mal. Ja, aber gar nicht so schlecht. Wie ist das? Wie ist das? Geil. Und was hast du hier drauf? Die Creed? neue Creed. Echt? Du bist ja da. Ich angel ja überhaupt nicht gern mit Cross. Ich hab's mir jetzt voll angewöhnt. Und jetzt ist schön leicht. Der flattert so mit 3-4 Gramm, flattert der immer noch traumhaft durch die Gegend. Petrian! Ja, kein Monster. Mal gucken, vielleicht schaffen wir noch einen etwas besseren. Oh, ist doch schon mal schön vom Mal ein guter Rocky hier. Anfang. Genau. Brokeback Mountain mäßig, jetzt bin ich auf deinem Schoß. Das geht ab. Das war tatsächlich der letzte Fisch. War ein schöner Tag mit den Jungs. Da hinten bauen sie zusammen. Haben ein bisschen Müll rausgeholt. Leider nur einen Zander gefangen, aber. Ey, aber was los? Ey, wir sind aber auch zu schlapp. Wir könnten jetzt noch locker 2 Stunden angeln und würden vielleicht noch einen Fisch fangen, aber Brudi, bist du auch so dicht? Ja, also dicht nicht. Naja, aber fertig, meine ich. Fertig, ja. Also, ja, oder? dicht bin ich nicht, aber Nee, fertig. Wir hoffen, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Ab auf die Liken, Couch jetzt. kommentieren, abonnieren. Wir gehen auf die Couch, wir gehen pennen. Haut rein. Tschüss.